Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video und damit zu einem wirklich zeitlosen Klassiker. Sound of Silence von Simon & Garfunkel. Der Song ist perfekt für alle, die ihre Fingerfertigkeit verbessern und dabei einen zeitlosen Hit lernen möchten. Ob du ein Fan der 60er Jahre Musik bist oder einfach nur deine Gitarrenskills erweitern möchtest, mein Video hier führt dich Schritt für Schritt durch die Akkorde, Techniken und Emotionen, die dieses Meisterwerk ausmachen. Nimm deine Gitarre zur Hand, stimme die Saiten und tauche mit mir in die magische Welt von Sound of Silence ein. Viel Spaß! Bevor wir in die Details gehen, hier ein kurzer Überblick. Sound of Silence im Original steht in der Tonart Dis-Moll oder einfacher A-Moll mit Capodasta im 6. Bund. Und zum Einsatz kommen neben den grundlegenden Akkorden A-Moll, F-Dur, G-Dur und C-Dur auch einige Variationen dieser Akkorde. Das Intro beginnt mit einem markanten Picking-Muster auf dem A-Moll-Akkord. Besser gesagt auf dem A-Sus2-Akkord. Dazu einfach vom A-Moll den Zeigefinger wegnehmen. Du zupfst hier immer im Wechsel G, E, B und E-Saite mit Daumen, Mittel, Zeige und Mittelfinger. Theoretisch brauchst du hier nur einen Finger, aber um den Bezug zum jeweiligen Akkord zu behalten, kann man gerne auch mit beiden Fingern greifen. Und wie immer gilt auch hier, das Picking sauber und gleichmäßig halten. Übe es langsam und steigere dann das Tempo, wenn du dich sicher fühlst. Auch die erste Strophe spielen wir im Fingerpicking, aber etwas anders als im Intro. Gezupft werden der jeweilige Basston mit dem Daumen, helle E-Saite mit dem Mittelfinger, die G-Saite dann auch mit dem Daumen und die B-Saite mit dem Zeigefinger. Am Beispiel G-Dur. 1 und 2 und das gleiche dann nochmal mit 3 und 4 und. Der Basston bei G-Dur liegt auf der tiefen E-Saite, bei A-Moll bzw. A-Sus2 auf der leeren A-Saite, beim F-Dur auf der tiefen E-Saite, beim C-Dur auf der A-Saite. Zuerst 2 Takte G-Dur. Dann 2 Takte A-Sus2. Danach ein halber Takt, hier als 2/4-Takt, ein F-Dur. Und ein Takt C-Dur. Im nächsten Takt zuerst C-Dur und auf die Zählzeit 3 dann F-Dur. Wieder ein Takt C-Dur, diesmal mit Basswechsel auf die Zählzeit 3. Es folgen 2 Takte F-Dur, ebenfalls mit einem Basstonwechsel auf die Zählzeit 3.
ein Takt C-Dur und dann C-Dur und A-Moll in einem Takt. Das C-Dur hier mit einem kleinen Übergang vom Basston C auf den Basston A vom A-Moll. Ein Zweivierteltakt C-Dur noch hinterher. Ein Takt G-Dur. Asus 2. Und zum Abschluss von Strophe 1 ein Abschlag A-Moll. Der Ablauf in 2,5 Takten und hin und her gewechselt. Das kann einen schon mal verwirren. Es wird auch überall etwas anders notiert, was die Zweivierteltakte betrifft. Es kommt aber immer auf dasselbe heraus. Einmal im Zusammenhang. Glücklicherweise sind vom Ablauf her dann auch alle Strophen gleich und das erleichtert die Sache doch enorm. Von der Begleitung her ändert sich ab der nächsten Strophe doch so einiges. Nämlich es wird gestrummt. Wir benutzen hier zwei leichte Grundrhythmen, die sich hier abwechseln. Einmal 1, 2 und 3, 4 und der zweite 1, 2 und 3 und 4 und. Was nicht ganz so leicht ist, sind die kleinen Melodien, die wir beim Anschlagen mit einbauen. Angefangen beim G-Dur. Wichtig hierbei, wie du das G-Dur von vornherein greifst. Ringfinger, die tiefe E-Saite und kleiner Finger, die helle E-Saite. Beide natürlich im dritten Bund. Die A-Saite wird durch den Ringfinger abgedämpft. Beim ersten Aufschlag auf die Zählzeit 2 und greift dann der Mittelfinger den zweiten Bund der G-Saite. Auf die Zählzeit 3, Mittelfinger wieder weg und auf die 4 und mit dem Zeigefinger im ersten Bund B-Saite greifen. Im zweiten Takt G-Dur dann mit dem kleinen Finger den dritten Bund der B-Saite greifen und die helle Saite abdämpfen, die helle E-Saite abdämpfen. Beide Takte im Zusammenhang.
dritten und vierten Takt, a-Moll, geht das Spiel so ähnlich weiter, nur diesmal auf die 2 und den Zeigefinger auf der B-Seite lösen. Also wieder das Asus 2. Und auf die 4 und den kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Seite ein Asus 4. Dazwischen auf die Zählzeiten 3 und 4 ein gewöhnliches a-Moll spielen, genauso wie auch im nächsten Takt. Und danach wieder der Zweivierteltakt F-Dur. Kleine Anmerkung, der Leerschlag am Ende des Taktes oder besser gesagt vor einem Akkordwechsel ist jetzt nicht unbedingt liedspezifisch. Wahrscheinlich weißt du das schon längst, trotzdem erwähne ich das hier jetzt nochmal. Der letzte Aufschlag vor einem Akkordwechsel ist für gewöhnlich ein unbetonter Leerschlag, weil man so einfach besser und ohne Hektik in den nächsten Akkord reinkommt. Ist natürlich immer die Frage, notiere ich das jetzt hier auch so oder nicht? Hier habe ich es jetzt mal so gemacht. Ja, bevor hier irgendjemand versucht, bis in die letzte Rille auf dem Akkord zu bleiben und sich dann wundert, dass er nicht rechtzeitig in den nächsten Akkord reinkommt. So, weiter geht's. C-Dur und C-Dur und F-Dur in einem Takt und wieder C-Dur. Alles wie gehabt. Danach 2 Takte F-Dur, ein Takt C-Dur und C-Dur und a-Moll in einem Takt. Kennen wir auch schon. Die Sache mit dem Übergang. Hier einfach auf die 2 und, also dem Aufschlag, mit dem Mittelfinger den zweiten Bund A-Seite und dann auf a-Moll wechseln. Zum Abschluss wieder der Zweivierteltakt C-Dur, dann nochmal G-Dur, ein Takt a-Moll und ein Schlag a-Moll. Bei diesem a-Moll-Takt habe ich jeweils beim Aufschlag, also die beiden und Zählzeiten, einen unbetonten Leerschlag eingebaut. Und das, obwohl hier kein Akkordwechsel ist. Ja, einfach so mal hier, weil es passend klingt. Und natürlich diese Strophe und alle anderen werden genauso begleitet, einmal im Zusammenhang. Soviel von mir zu Sound of Silence von Simon Garfunkel. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.